Döda-Fallet, der tote Wasserfall. Die angeblich größte Naturkatastrophe Schwedens und das ganz ohne atomare, biologische oder chemische Stoffe. Nein, hier ist kein AKW explodiert, hier hat jemand versucht, der Natur ein Schnippchen zu schlagen. Wenn ihr neugierig seid, was hier passiert ist, dann erfahrt ihr das in diesem Video. Von Stockholm aus erreichen wir außerdem nach langer Fahrt den geografischen Mittelpunkt Schwedens, und zwar ausschließlich über Schotterstraßen. Ich erzähle euch deswegen ein bisschen was zum Fahren auf schwedischen Straßen und auch zum Wildcampen sowie Jedermannsrecht, denn wir übernachten wieder mitten im Wald, malerisch am Seeufer. Die Rückkehr ins wilde Herz Schwedens, ab diesem Video wird der Name Programm. Lasst mit uns zusammen den bevölkerungsreichen Süden Schwedens hinter uns, immer weiter nach Norden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Los geht's! Nach unserem Kurzbesuch in der Hauptstadt werden wir aus dem Gefängnis entlassen und setzen unsere Reise in Richtung Norden fort. Unser Weg führt uns über die E4 vorbei an Uppsala und Gävle, wo wir die Edern verlassen und weiter in Richtung Ljusdal über Land fahren. Und mit Stockholm lassen wir auch den dichter besiedelten Süden hinter uns und kommen in das ländlichere Schweden. Ab hier habe auch ich das Gefühl, endlich in Schweden angekommen zu sein. Herrlich! Bei Järvsö feiern wir das mit einem Besuch des Järvzoos, in dem man die wilden Tiere Schwedens in natürlicher Umgebung sehen kann. Denn auch wenn Schwedens Wälder voller Tiere sind, sehen kann man die meisten nur selten und mit sehr viel Glück. Schaut daher auf der Durchreise nach Ljusdal auf jeden Fall mal im Järvsö vorbei und besucht dort die Big Four Schwedens. Die Big Four sind die 4 größten Tiere in Schwedens Wäldern: der Braunbär, der Wolf, der Luchs und der Vielfraß. Je nachdem, wen man fragt, gehört auch der Elch dazu, dann redet man von den Big Five Schwedens. Aber bis auf den Elch werdet ihr wahrscheinlich keines der Tiere in freier Wildbahn je zu Gesicht bekommen, und wenn, dann könnt ihr euch schon extremst glücklich schätzen. Dabei ist der Elch sogar das statistisch tödlichste Tier Schwedens. Man denke nur an Verkehrsunfälle mit diesem pferdegroßen Koloss. Daneben gibt es noch Polarfüchse, Rentiere, Moschusochsen und viele Greifvögel im Zoo zu sehen. Eben alles, was in Schwedens Wäldern so unterwegs ist. Haltet euch aber ran, die Tiere im Järvzoo sind Profis im Umgang mit Fotografen und wissen ganz genau, wann sie sich wegdrehen müssen, um euch die Aufnahme zu versauen. Zum Schluss noch ein Fun Fact. Järv bedeutet auf Schwedisch Vielfraß, Ö bezeichnet eine Insel. Der Ortsname Järvsö bedeutet also übersetzt Vielfraßinsel. Und auf dem Weg nach Ljusdal geht es auch direkt tierisch weiter. Dürfen wir euch zum Essen einladen? Es gibt wohl Nudeln, da müsst ihr euch drauf einstellen. Wir haben leider nicht viel anderes zu bieten. Tja. Das ist so richtig schön über den Tisch gerade. Egal wo man hingeht, Kathi findet sofort neue Freunde. Ja, ihr denkt auch sofort, es gibt was für euch, ne? Vielleicht später. Was würdest du sagen? Die Farbe dieses Wassers, soll uns das irgendwie zu bedenken geben? Es ist tatsächlich leicht gelblich, aber wenn du das abkochst, dann sollte es definitiv kein Problem sein. Sie sitzt gleich auf meinem Schoß. Okay. Oh.
Nach dem Essen tanken wir nochmal voll. Im Gegensatz zu Deutschland tankt ihr in Schweden nicht zuerst und bezahlt danach an der Kasse, sondern ihr bezahlt in der Regel erst mit der Kreditkarte direkt an der Zapfsäule und tankt erst dann. Es wird dann ein bestimmter Betrag auf eurer Karte geblockt und später centgenau abgerechnet. Einen Shop, wie wir ihn an fast allen deutschen Tankstellen haben, gibt es nicht immer, oft besteht die Tankstelle nur aus ein paar unbemannten Zapfsäulen am Straßenrand. Und diesmal wird auch mein kleiner Zusatzkanister gefüllt, denn hinter Jüsdal wollen wir vorerst die Asphaltstraßen verlassen und über Schotter durch den Wald weiter. Wir sind mittlerweile in Tag 4 unserer Reise und haben schon so viel Strecke gemacht, dass wir uns in großen Schritten bereits dem geografischen Mittelpunkt Schwedens nähern. Ich hatte euch ja bereits vom Jedermannsrecht in Schweden erzählt. So fantastisch es auch ist, dass man theoretisch überall campen darf, so schwer ist es oftmals, auch einen richtigen Ort dafür zu finden. In Schweden ist beinahe jeder brauchbare Meter Wiese landwirtschaftlich genutzt, der Rest ist entweder zu steinig, zu sumpfig, zu uneben oder liegt mitten in einem geschützten Gebiet. Und an den restlichen schönen Stellen hat sicherlich schon irgendein pfiffiger Schwede ein Häuschen gebaut. Wenn ihr euch also entschließt, euch einen Platz zum Übernachten zu suchen, dann fangt frühzeitig damit an, die Suche könnte je nach Region etwas länger dauern. Diese Stelle haben wir per Maps gefunden, vor Ort stellt sie sich aber als unbrauchbar heraus. Moosbewachsene Felsen, viel zu uneben und Heringe bekommt man da auch keine rein. Da es hier aber grundsätzlich sehr schön ist, starte ich kurzerhand die Aufklärung aus der Luft. Ich fliege, soweit es die Verbindung zulässt, die richtige Belichtung der Aufnahme ist ausnahmsweise mal Nebensache. Und siehe da, weiter die Schotterpiste entlang sieht es so aus, als könnte man am Seeufer campen. Also los! Und wir finden einen Spot. Traumhaft direkt am Wasser gelegen, mit nur einem kleinen Haken. Der Boden ist so hoch mit Kraut bewachsen, dass er für Heringe vollkommen ungeeignet ist. Ich muss sagen, ich hatte noch nie ein so schlecht abgespanntes Zelt. Wenn es diese Nacht regnet, werden wir da drin richtig nass. Selbst die Packtasche dient als Beschwerung. Wir haben Steine auf die Heringe und die Sturmabspannung gehängt, beziehungsweise Steine draufgelegt und immer noch hängt es schief und schäl. Aber ist nur für eine Nacht. Es soll trocken bleiben. Toi, 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 drückt uns die Daumen. Und ich meine, selbst wenn wir nass werden, das ist doch mal eine Aussicht. Die Heringe haben gehalten, das Zelt ist trotz mangelnder Abspannung nicht zusammengefallen und Elche haben uns auch nicht gefressen, beste Voraussetzungen für einen schönen Tag. Erstes Ziel des Tages ist Schwedens geografischer Mittelpunkt. Und den erreichen wir praktischerweise ausschließlich über Schotterstraßen mitten durch die Wälder. Meine GS freut sich, mit den Stollen endlich etwas Schotter in die Heide schleudern zu können, neugierig war ich aber natürlich, wie Kati und ihre Yamaha sich so auf Schotter schlagen. Und was soll ich sagen, absolut problemlos. Egal wie grob oder fein der Belag, wie rutschig die Piste, wie eng die Kurve, Kati hat Bock auf Schotter, das ist mein Mädchen. Und wer Freude an etwas hat, der wird schnell mal übermütig, so wie ich hier. Wenn man in der Kurve kurz wegrutscht, holt einen das aber ganz schnell wieder auf den Boden der Vernunft zurück. So erreichen wir bald den ca. 60 Kilometer von Sundsvall gelegenen Flataklocken, auf dessen Spitze wir offiziell den Mittelpunkt Schwedens erreichen. Du bist wieder Ich sag's nur. zu klein.
Warte, da ist ein Stein. Du kannst da rechts daneben. Dann kann ich auf den Stein drauf. Dann kannst du da. Schön gegen die Sonne. Ja, läuft doch. Da sind wir wieder, nach einem Jahr. Wer sich erinnert, auf der Rückreise vom Nordkap war ich hier vor einem Jahr schon mal. Wer die Videos dazu noch nicht gesehen hat, ja, was stimmt mit euch nicht? Holt das jetzt sofort nach. Sofort, ich kontrolliere das nachher. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt nach Schwedens südlichstem Punkt auch Schwedens Mittelpunkt erreicht. Den nördlichsten Punkt werden wir leider nicht mehr schaffen, der ist noch ein bisschen weit weg. Aber wenn man bedenkt, der südlichste Punkt ist Luftlinie. Luftlinie wohlgemerkt, 800 Kilometer von hier entfernt. Dieses Land ist einfach riesig. Mal eben durch Schweden fahren, ist nicht. Die prächtige Aussicht vom Flaterklocken müsst ihr euch allerdings hart erarbeiten, denn die 1,5 Kilometer Straße hierauf, die sind eine Tortur. Die Schneeschieber haben ganze Arbeit geleistet, die Rillen in der Fahrbahn haben es wirklich in sich. Dafür ist Schwedens Mittelpunkt so weit ab vom Schuss, dass ihr hier oben in der Regel allein seid. Vor allem in der Nebensaison, denn dann hat die kleine Pommesbude neben dem Mittelpunkt auch noch geschlossen. So sind die Schweden. Die Sehenswürdigkeiten sind kostenlos zu erreichen, aber man baut immer eine kleine Pommesbude daneben. Bergab lassen wir dafür einfach rollen. Und wir bleiben heute so oft es geht auf Schotterstraßen, wir müssen allerdings auch die Zeit im Blick behalten, nur Schotter geht deswegen nicht. Aber ich hoffe doch, dass ihr mir bei einer so malerischen Straße verzeihen könnt, wenn es hin und wieder auch über Asphalt geht. Und weil mich immer wieder Fragen besorgter Zuschauer vor ihrer ersten Schwedenreise erreichen, lasst mich kurz etwas zu den schwedischen Straßen sagen. Ihr könnt euch in Schweden grundsätzlich aussuchen, ob ihr auf Asphalt oder auf Schotter fahren wollt. Alle Städte sind über ganz normale Straßen erreichbar, nur wenn ihr kleinste Dörfer erreichen wollt, müsst ihr bereit sein, auch auf Schotterstraßen zu fahren, denn die sind oft nur auf unbefestigten Wegen erreichbar. Selbst diese Straßen sind aber in der Regel so gut, dass jedes Auto oder Motorrad damit zurechtkommt. Ihr solltet trotzdem immer vor Schlaglöchern oder tiefen Spurrillen auf der Hut sein, besonders als Motorradfahrer. In der Regel könnt ihr an den Verkehrsschildern auch bereits erkennen, ob ihr mit einer Schotterstraße rechnen müsst oder nicht. Die kleineren Orte, die man nur über Schotter erreicht, sind erfahrungsgemäß durch ein gelbes Schild mit schwarzer Schrift ausgewiesen, während die größeren Orte mit asphaltierten Straßen über ein blaues Schild mit weißer Schrift ausgewiesen sind. Wir sind gerade übrigens unterwegs zu Schwedens größter Naturkatastrophe. Und die hat nichts mit ABC-Stoffen, Klimawandel oder sonst was zu tun, sondern mit einem Wasserfall und einem Mann, der diesem Wasserfall zum Verhängnis werden sollte. Döda Fallet, der tote Wasserfall, den ihr heute über Holzwege erwandern könnt. Stellt euch an dieser Stelle statt eines Tals einen der größten Wasserfälle Schwedens vor, einst 35 Meter hoch, reißende Wassermassen, die ins Tal rauschen. Gespeist wurde der Wasserfall mit Wasser aus dem davorliegenden Ragunda-See, der 25 Kilometer lang und mit 300 Millionen Kubikmetern Wasser gefüllt war. Der Ragunda-See wiederum erhielt sein Wasser aus dem Indalselven, einer der größeren Flüsse Schwedens, der nicht weit von hier bei Sundsvall ins Meer mündet. So war es zumindest bis zum 7. Juni 1796. An diesem Tag gelang einem Einheimischen mit Namen Magnus Huss das schier Unmögliche, nämlich die Zerstörung des Wasserfalls und des Sees. Aber der Reihe nach. Da die Holzindustrie im 18. Jahrhundert in Schweden immer mehr an Bedeutung gewann, wollte man Baumstämme den Indalselven hinab bis an den botnischen Meerbusen treiben, anstatt sie mühsam über Land zu transportieren. Der Wasserfall, an dessen Felsen die Baumstämme immer wieder zerstört wurden, wenn sie hier hinabtrieben, stand diesem Plan im Weg. Magnus Huss hatte deswegen die Idee, einen ca. 200 Meter neben dem Wasserfall verlaufenden Bach mit dem Indalselven zu verbinden und darüber die Baumstämme kontrolliert und sicher am Wasserfall vorbeitreiben zu lassen.
Der Bach verlief genau dort, wo heute der Indalselven fließt, ihr könnt euch also denken, was hier passiert ist. Statt ruhig und bedächtig durch den Bach abzufließen, rauschte das Wasser des Sees mit unbeschreiblicher Macht durch den engen Bach, grub sich im losen Kiesuntergrund ein neues Flussbett und innerhalb weniger Stunden entleerte sich der gesamte See in einer 15 Meter hohen Flutwelle das Tal hinab. Der Wasserfall war plötzlich trocken, tot, wenn man so will. Und der Indalselven hatte einen neuen Verlauf. Hus hatte es geschafft, den gesamten Fluss umzuleiten, ohne dies je gewollt zu haben. Wie durch ein Wunder kam dabei niemand ums Leben, denn Hus hatte einen schweren Denkfehler begangen. Statt den Indalselven und den Bach bereits im Spätsommer 1795 zu verbinden, wenn der See am wenigsten Wasser geführt hätte, wurde er im Jahr darauf vom Frühjahrshochwasser überrascht, als die Schneeschmelze den See über die Ufer treten ließ und in den zum Bach führenden Kanal überlief. Mit den Mitteln seiner Zeit gab es nichts, was die Katastrophe hätte aufhalten können. Dafür hat Schweden heute eine Sehenswürdigkeit mehr und der Grund des leergelaufenen Sees stellte sich als fruchtbares Ackerland heraus, welches auch heute noch bewirtschaftet wird. Wollt ihr wissen, wie viele Kilometer wir zu diesem Zeitpunkt bereits gefahren sind? Ich habe selbst keine Ahnung, aber definitiv viele. Wir haben es uns also verdient, mal einen Tag die Füße hochzulegen. Und das machen wir im nächsten Video ganz im Stil der Schweden in einer Stuga im Wald. Was macht man dort? Tja, alles, was man zum Seele baumeln lassen gerne macht. Sei es Angeln, schön am Feuerchen grillen oder ohne schweres Gepäck am Hobel über den Schotter heizen. Aber wir haben uns diese Pause auch noch aus einem anderen Grund verdient, denn wir müssen an diesem Tag ernsthaft überlegen, ob und wie wir die Reise noch fortsetzen können. Denn leider ist die Welt abends nicht mehr ganz so rosig wie noch morgens am Seeufer. Aber dazu gibt es in 14 Tagen mehr, wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wie immer vielen Dank fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal.